Hallo liebe Carrado-Freunde. Nun geht es um das Thema Schlüssel für das Wohnmobil. Ich zeige euch die verschiedenen Schlüsseltypen und ihre Funktionen für das Chassis und den Wohnaufbau. Bei Carrado haben wir unterschiedliche Schlüsselarten. Einmal haben wir den Schlüssel für das Chassis, also das Fahrerhaus, und dann haben wir den Wohnaufbauschlüssel. Der Schlüssel für das Chassis, da gibt es verschiedene Typen. Einmal ist der mit der Klappfunktion und Fernbedienungsfunktion, welcher das Fahrzeug öffnet, schließt, den Motor anmacht oder den Tankstutzen öffnet und schließt. Die Besonderheit ist dann bei dem Campervan. Beim Campervan kann dieser Schlüssel ebenfalls die Schiebetür und die Hecktür öffnen und schließen. Es gibt dann auch noch einen Ersatzschlüssel. Dieser Ersatzschlüssel hat aber ausschließlich die Funktion, das Fahrzeug zu öffnen und den Motor zu starten. Der Carrado Wohnaufbauschlüssel hat verschiedene Einsatzzwecke. Zum einen öffnet er den Wassereinfüllstutzen an der Seitenwand des Fahrzeugs. Er öffnet natürlich auch die Klappe zur Toilettenkassette. Er öffnet die Wohnraumtür. Und zu allerletzt öffnet er natürlich auch die Tür zu unserer Heckgarage mit den wunderbaren Drehspannschlössern. Bei einem Fahrzeuggrundriss mit einem separaten Gaskasten öffnet und schließt er diesen ebenfalls. Eine besondere Funktion haben beispielsweise die Drehspannschlösser. Das sind diese wunderschönen Exemplare, wie sie beispielsweise an der Heckgarage zum Einsatz kommen. Diese könnt ihr ganz normal mit dem Wohnraumschlüssel öffnen und dann gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Somit könnt ihr dann die Heckgarage öffnen. Wenn ihr diese schließt, müsst ihr erst wieder zudrehen. Und wenn ihr jetzt das Schloss herandrückt, schließt es nicht. Dazu müsst ihr erst das Schloss schließen und dann herandrücken. Das macht ihr an beiden. Der Einfachheit halber empfiehlt es sich, direkt beim Öffnen hinzugehen, da sich der Schlüssel in jeglicher Position rausziehen lässt, den Schlüssel einfach schon in die Schließstellung zu bringen. Dann könnt ihr, wenn ihr es geschlossen habt, direkt die Heckgarage verschließen und das Drehspannschloss verschließen. Das war unsere Erklärung zu dem Thema Schlüssel für das Wohnmobil. Habt ihr weitere Fragen, schreibt sie uns in die Kommentare oder schaut euch das nächste Video an.